Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei unserem neuen Videodreh. Heute mal wieder bei absoluter Hitze fahre ich hier ein Auto aus dem Baujahr 1934. Das ist ein Talbot mit Vorwheelgetriebe, könnt ihr hier vorne sehen, was technisch ganz Besonderes, fährt sich interessant und relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Das Tolle an dem Auto, der Wagen hat zu seiner Zeit 1934 mit Abstand oder mit knappem Abstand auf Alfa Romeo und SSK viele Rennen gewonnen, ist ganz vorne mitgefahren und das ist heute einer der begehrtesten Fahrzeuge, um an der Mille Miglia teilzunehmen. Der hat nämlich eine volle Mille Miglia Zulassung und es hat damit zu tun, dass er eine sehr, sehr starke Motorisierung hat. Er hat einen 3-Liter-Motor, der 145 PS leistet. Und das Tolle bei unserem Auto, der Wagen, der ist komplett revidiert worden bei einer angesehenen Werkstatt. Die gesamte technische Revision kostete bei dem Auto 60.000 €. Das ist auch gerade erst gemacht worden, ist auch gutachterlich festgehalten. Das heißt also, das ist ein Wagen, reinsetzen und losfahren. Und warum ist das gerade bei dem so interessant? Das ist ein Wagen mit 4 Sitzen. Das ist damals der 4-sitzigste, schnellste Wagen gewesen. Das ist wie gesagt jetzt fast 90 Jahre her. Also man hat einen hohen Nutzen mit dem Auto. Tuckert auch schön, Motor hört sich sehr gesund an. Dann lassen wir mal lieber in dem Gang, weil es da gleich hochgeht. Hat ein wunderschönes altes Lenkrad, wie der Wagen überhaupt, also einen ganz tollen Zustand hat. Ob das hier die Chromfensterrahmen sind, die tiptop im Schuss sind, ob das die Spiegel sind. Der Wagen ist übrigens sehr gut bespiegelt, man kann hervorragend nach hinten gucken. Das kann man oft nicht bei Vorkriegsautos. Hat sehr schöne, originale Instrumente, wo alles funktioniert. Könnt ihr hier sehen, Jägerinstrumente. Hier ist der Drehzahlmesser und hier sind die Miles, Stundenkilometer. Nee, was ist das? Miles, ja. Ja, jetzt sage und schreibe 145 PS, was eine ganze Menge ist und damit sollte der Wagen 160 Stundenkilometer schnell sein. Er hat einen sehr, sehr schönen Sound, wie ihr hören könnt. Ja. Jetzt ist er im 4. Gang. Hast du gesehen, das ist ein Vorwheelgetriebe. Man schaltet erst nach vorne, im 4. Gang. Und dann tritt man die Kupplung. Ist eigentlich ganz interessant. Ist eigentlich sehr, sehr einfach. So, schalte ich auf 3, dreht die Kupplung. Und jetzt ist er im 3. Gang. Ganz einfach. Das war damals so ziemlich das Modernste, was es gab. Da läuft der super, der Wagen. So, bis jetzt mache ich wieder auf 2, drehe die Kupplung und bin im 2. Gang. Das ist ja wirklich toll. Also er rattert richtig schön hier durch. Ist ein Auto, was wirklich aus einem Guss ist. Der hat insgesamt einen wunderschönen Zustand. Ist ein sehr, sehr seltenes Auto. Es sind nur sehr, sehr wenige davon gebaut worden. Und ich kann euch jetzt schon nach den ersten 100 Metern sagen, oder sind ja schon 1 Kilometer, die wir gefahren sind, der Wagen macht wirklich Spaß. Er knattert richtig schön. Ist ja immer ein 3-Liter-Motor. Das ist... Ja, also mit dem geradeauslauf muss man aufpassen. Ich war eben gerade so ein bisschen auf die Schaltung konzentriert. Hier ist der Blinker, hier ist Standgas. Aber so jetzt auf der Landstraße fährt er schön, was? Macht richtig Spaß bei dem Wetter. Ist ein richtig schöner Oldtimer. Und der Herr ist ja immerhin fast 90 Jahre alt. Muss ich gleich mal gucken, wie die Bremsen funktionieren, wenn man drauf tritt. Oh ja, so schlagartig, also schlagartig. Gut, dass niemand hinter uns war. Da muss man also wirklich, ja, da muss man sehr gut dosieren. Bei vielen Vorkriegsautos dauert das ja ein bisschen, bis die Bremswirkung einsetzt. Hier setzt sich schlagartig ein. Jetzt schalte ich wieder auf 3, dreht meine Kupplung und der Gang ist drin. Also das ist ja wirklich eine tolle Lösung. So sind die Leute vor 90 Jahren Autos gefahren, wenn sie sich das leisten konnten. Toller Wagen, wunderschönes Auto. Auto fährt sehr, sehr schön.
Gut, der gerade Auslauf bei 90 Jahre alten Autos, das muss man halt wissen, wie man das Lenkrad bedient. Die haben immer ein bisschen Spiel, aber das Auto klappert nicht und scheppert nicht. Das finde ich sehr vorteilhaft. Der Wagen ist auch ganz toll restauriert worden, das sieht man. Ob das die Karosse ist oder der Chrom oder der Rahmen, befindet sich alles in einem ganz, ganz tollen Zustand. Aber so ein Auto muss man halt aufmerksam fahren, das spüre ich. Aber wenn er dann läuft, macht er Spaß. Jetzt gehen wir mal einen vierten Gang, Vorwärtsgetriebe, Kupplung, vierter Gang. Also die Schaltung funktioniert astrein. Das ist bequemer als eine normale Schaltung. Ganz toll. Komisch, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Das nennt sich Vorwärtsgetriebe. Gab es in den 30er Jahren, vereinzelt noch nach dem Krieg, aber dann nicht mehr. Hat sich nicht durchsetzen können. Warum, weiß ich nicht. Also heute genießt man mal diesen wunderschönen Sonnentag. Ich habe unter meinem Rennanzug nur eine Unterhose, weil das so warm war. Aber so geht's jetzt. So in dem Wind flattert alles schön, wunderbar. Das macht richtig Spaß, den Oldtimer zu fahren. Das Interessante ist, er hat hinten noch eine Bank. Da ist wirklich genug Platz. Die zeigen wir, Herr Hermer. Er hat wunderschönes englisches Leder. Ich schätze mal, das ist vor 20, 30 Jahren da reingekommen. Ist auch schon wieder patiniert. Dann hat er diese wunderschöne Zwei-Farblackierung, schwarz-rot. Steht im Auto wirklich sehr, sehr gut. Innen das rote Leder. Also das ist ein Klassiker für Leute mit Freude im Herzen. Und das ist auch wieder Freude am Fahren. Der tuckert ja herrlich hier lang, was? Er tuckert ganz toll hier lang. Er schafft auch die Steigung. Naja, über 140 PS ist ein Wort. Die Marke Talbot ist ja sehr berühmt gewesen. Die ist entwickelt worden ab 1903. Das hieß damals noch Clement Talbot. Und dann sind die dann noch mit anderen Firmen zusammengegangen und später hieß es dann nur noch Talbot. Die haben ja auch in den Jahren 1947, 48 ganz tolle Rennwagen gebaut. Also hat einen tollen Klang. Und die Marke nach vorne gekommen ist eigentlich erst, als der Schweizer Rocher in die Marke reingekommen ist. Das war ein ganz begnadeter Techniker und der hat dann diese tolle Maschine konstruiert. Das gab es in 3 Entwicklungsschritten und das ist der 105 AV. Das ist der interessanteste und der schnellste von allen. Und der gab es dann im Jahr 1934. Also den so hier zu fahren, macht wirklich Spaß. Wie so eine kleine Nähmaschine, ganz toll. Funktioniert alles. Hupe geht auch. Der Wagen ist auf elektronische Zündung umgestellt worden, aus Einfachheitsgründen. Also er fährt doch richtig herrlich, ne? So muss ein Oldtimer. Klasse. Es macht so richtig Spaß. So, jetzt schalte ich mal runter in den dritten. Klappt wunderbar. Ja, Vorkrieg fahren ist wirklich eine andere Welt. Aber ich kann euch sagen, das macht wirklich Spaß. Man erlebt die ganze Gegend ganz anders. Man ist durch ein etwas älteres Fahrwerk total mit der Straße verbunden. Man muss wirklich aktiv Auto fahren, man muss das Lenkrad gut führen. Aber mit dem Auto kann ich mir autonomes Fahren überhaupt nicht vorstellen. Das ist die Tätigkeit, das Erleben, das Erlebnis an sich, mit so einem schönen Vorkriegsauto zu fahren. Schaut mal nach vorne, da ist der Deckel für Wasser. In der Mitte, links und rechts sind die Chromlampen von hinten zu sehen. Praktisch die Lampentöpfe. Also er fährt ja wirklich, er tuckert ja wunderschön hier durch die Gegend. Also ich hoffe, dass ich euch das gut vermitteln kann, wie schön das ist, mit so einem Auto zu fahren. Bei so einem Wetterchen. An dem Auto kann man immer schön viel arbeiten, man kann ihn pflegen, man kann ihn zum Glänzen bringen. Das Tolle an dem Wagen ist seine gute Gesamtsubstanz. Da ist immer sehr viel Geld reingegangen. Der Wagen ist ja vergleichbar auf einer Ebene mit einem Lagonda aus der Zeit. Kostet aber ein bisschen weniger, liegt also einiges unter 300.000 €. Und das ist für so viel Auto echt interessant. Also Oldtimer, den ihr Jahrzehnte behalten könnt, wo ihr kein Geld mit verlieren werdet. Und Talbot ist ja eine ganz legendäre Marke. Das ist nicht irgendwas. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei unserem neuen Oldtimer-Dreh mit einem Talbot 105V aus dem Jahr 1934. Der ältere Herr ist fast 90 Jahre alt, zeigt sich aber immer noch in einem wirklich fantastisch wunderschönen Zustand. Ob das der Lack, die Karosserie, der Chrom, das ist alles ganz, ganz toll gepflegt und erhalten. Das Auto muss immer in besten Händen gewesen sein, das zeige ich auch gleich auch mal im Detail.
So sieht so ein Wagen aus. Der hat übrigens 145 PS. Der war seinerzeit richtig schnell. Das war fast ein Rennwagen. Ist 160 Sachen gefahren und hat bei den ganz Großen, bei Alfa Romeo und SSK mitmischen können. Ist damals die Mille Miglia auch mitgefahren. Das heißt also, mit dem Auto habt ihr immer eine Eintrittskarte für die Mille Miglia. Auto ist was ganz Besonderes, wiegt übrigens nur 1,2 Tonnen, was für ein Vorkriegsauto relativ wenig ist. Und der Zustand seht mal selber, wir haben eben auch schon ein bisschen eine Fahrt gemacht, wir fahren auch gleich weiter. Also Zustand ist wirklich außergewöhnlich gut, ein wirklich schöner Wagen. Also einmal hat er hier die original teuren Rennreifen für das Auto. Er hat wunderschön zentrierte, originale Speichen, hier mit dem wunderschönen Talbot-Logo, also toll gemacht. Auch die ganzen Details hier, schaut euch mal die Blinker, die Lampen an. Also das Auto hat wirklich ein Zierat in einem fantastischen Zustand. So ist er original gewesen auch. Dann hier vorne das bekannte Talbot-Logo London mit dieser wunderschönen Spitze, dieser verzierte Kühler hier. Auch die Stoßstangen, schaut euch das mal an hier. Die nehmen ja wirklich einen Stoß auf, in welch schönem Zustand sich dieser Wagen befindet. Also es ist wirklich ein selten schöner Klassiker. Den kann man genauso nehmen, wie er ist, da muss man gar nichts dran verändern. Er fährt auch toll mit seinem VW-Getriebe. Ich finde ihn schnuckelig, ich finde ihn wunderschön. Und dadurch, dass er in den 30er Jahren viele Rennen bei der Mille Miglia gewonnen hat, auch sonst gegen Alfa Romeo oder SSK, der hat zwar nie einen ersten Platz gemacht, aber immer einen zweiten oder einen dritten Platz, ist das ein ganz, ganz interessanter Klassiker. Sehr selten am Markt. Ich finde auch, dass er wunderschön lackiert ist, passt total zu dem Auto. Hat ein bisschen was Bugatti-mäßiges, auch sonst die Karosserie. Schaut euch mal den Verlauf der Karosserie an. Der ist ja wunderschön. Hier mit diesem Knick geht exakt mit den Sitzen hoch. Und hier hinter, das möchte ich euch kurz mal zeigen, hat das Auto noch wirklich genügend Platz für mitfahrende Gäste. Da ist wirklich genügend ausreichend Platz. Das heißt, ihr könnt auch Weiterreisen mit mehr Personen machen. Hier vorne ist das Verdeck, was hier hinten, das Licht hier hinten drauf ist, nur alles jetzt zu. Das brauchen wir jetzt auch nicht zeigen. Ich mache das auch wieder zu. Aber der Wagen hat halt eben extrem hohen Nutzen. Ihr könnt viel mitnehmen auf langen Reisen, das ist wichtig. Und wenn es wirklich mal regnet, könnt ihr trotzdem das Dach drauf machen. Ja, diese wunderschön designten Rücklichter, schaut euch das mal an mit den integrierten Blinkern. Das finde ich absolut toll gemacht. Blinker links, Blinker rechts, Schalter in der Mitte beim Lenkrad habe ich euch gezeigt. Hier die Rücklichter. Also er hat diese ganzen alten tollen Details noch. So ist der Wagen mal gebaut worden. Das ist alles vorhanden. Auch hier hinten dieses kleine Schildchen Talbot, auch wieder mit den Rückleuchten oder hier vorne die Tankbefüllung, der Tankstutzen, dieses wunderschöne tolle Reserverad hier mit den Gewichten auf den Felgen. Auch hier, also hier hat man im Detail geachtet, ein wirklich schönes Auto zu bauen. So viele niedliche und schöne Details gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Und schaut mal hier rein. Das Leder ist auch schon wieder wirklich schön patiniert, hat dieses schöne Rot, muss man nichts machen. Das gilt übrigens auch für die gesamte Innenverkleidung dort. Da ist alles in einem wunderbaren Zustand. Ich wüsste nicht, was man da jetzt reparieren sollte. Also wirklich toll. Ich mache euch mal die Haube auf. Da können wir mal reinschauen, obwohl ich nicht hoffe, dass ich mir jetzt die Finger verbrenne, was natürlich ein bisschen warm geworden ist. Da gucken wir mal unten drunter. Hier ist ein Drehverschluss dran hier vorne. Schaut mal. Das sind 3 Liter, die 145 PS mit 6 Zylindern schaffen. Das Auto hat offensichtlich nee, warte mal. 1, 2. Nee, die sind also knapp zusammen da. Ja, 6 Zylinder. Ja, das hätte ich fast gedacht. Doppelzylinder ist ja nicht der Fall. Ja, das ist die Maschine, das ist der Motorraum, auch alles aufgeräumt mit den Originalplaketten hier vorne, überhaupt nichts nachgebaut. Oft kommen ja so Sachen weg, da wird irgendwas nachgestanzt. Nein, das sind die Originalen. Und so zeigt sie eigentlich, das gesamte Auto ist in einem ganz tollen, authentischen Zustand und dann auch super gepflegt. Also wie ich meine, das ist wirklich eine Besonderheit und das merkt man auch beim Fahren. Der fährt wunderschön. Der überfordert seinen Fahrer nicht. Klar kann man den auch mal 140 fahren, aber nicht hier auf diesen Landstraßen, auch bei dem Verkehr. Aber so 70, 80, 90, 100 ist der wunderbar zu fahren. Und mit dem 6-Zylinder-Motor hat er immer genügend Kraft. Also ihr kommt immer am Berg damit hoch. Ja, das ist einfach ein wunderschönes Auto. Schaut euch das mal an, das ist ein Auto für die Seele, finde ich. Das ist wirklich ein Wagen für die Seele. Diese tollen Bretter auch, hier die Einstiegbretter, die dann weiterlaufen, hier die Trittbretter in die Kotflügel. Das ist doch wirklich toll gemacht. Auch dieses schöne Design, diese durchdesignten Türgriffe, es ist alles noch authentisch vorhanden. Schaut mal hier. So hat ein Auto 1934 ausgesehen. Also man hat sich damals ganz viel Mühe mit Liebe im Detail gemacht.
fährt sich total angenehm. So die Vorkriegsgetriebe aus der damaligen Zeit mit Zwischengas und so, die waren ja richtig kompliziert. Das kann man von dem Auto hier nicht sagen. Er fährt sich wirklich schön, ist auch sehr weich gefedert, also er schlägt nirgends durch oder so. Übrigens hat das Auto einen gültigen FIFA-Pass, was auch die Echtheit und die ganzen Nummern zertifiziert. Mit dem FIFA-Pass könnt ihr bei jeder Veranstaltung mitfahren. Und da das ein sehr seltenes, wunderschönes Auto ist, kommt ihr überall mit. Und ich glaube, ihr seid immer ein gerne gesehener Gast mit dem Auto. Ist halt was Spezielles. Aber eigentlich ist der Wagen für diese Straßen wie gemacht hier. Er tuckert so schön hier lang. Und so ähnlich sind ja auch größtenteils die Mille Miglia Sträßchen. Wer mal die Mille Miglia mitgefahren ist, der kennt das ja. Also da ist der Wagen dafür wie gemacht. Schön ist auch, dass der so toll gefedert ist. Fährt sich angenehm. Man sitzt sehr bequem in den Schalensitzen. Sehr, sehr weich gepolstert, finde ich sehr angenehm. Denn wenn ihr so einen Wagen weitere Strecken fahrt, sind plötzlich ganz andere Dinge wichtig. Ihr braucht einen hubraumstarken Motor, ihr braucht eine gute Federung, vernünftige Bremsen. All das hat das Auto hier. Ja. Es geht aber, er schlägt nirgends durch. Und er kommt auch überall gut hoch. Natürlich traumhaft zu fahren. Man kriegt ja die ganze Landschaft mit. Man sitzt ja völlig im Freien. Und heute bei 30 Grad, die wir haben, friert man natürlich auch überhaupt nicht. Es macht wirklich Spaß, das Auto zu fahren. Das ist wieder so ein richtiger Entspannungsmoment für mich, wo ich weiß, warum ich diesen schönen Beruf so gerne mache. Das hat wirklich mit diesen tollen Erlebnissen zu tun. Das ist die Art des Autofahrens in den 30er, 40er, 50er Jahren war ganz anders als heute. Das war ein Erlebnis für den Menschen. Da ging es nicht nur um die Straße, sondern um das Ganze drumherum. Wirklich Freude am Fahren. Man riecht jetzt den Wald, man fährt durch diesen halb lichtdurchfluteten Wald. Man riecht das, wie der riecht, dieser frische Wald. Das ist einfach toll, mit so einem Wagen sowas zu genießen. Das wäre in einem Ferrari oder Porsche jetzt nicht möglich. Mit so einem Wagen, das ist einfach Natur. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sitze ich lieber in so einem Wagen als auf dem Fahrrad. Das ist einfach toll. Wir sind auf hart, die können wir auch auf soft machen. Verstellbare Stoßdämpfer. Ja. Also mit dem Wagen könnt ihr auch die Autobahn befahren, er hat genügend Kraft. Es zieht auch gar nicht so doll im Auto. Ich glaube, dass man ihn sehr gut 100, 110 fahren kann. Sehr gut. Das überansprucht den Motor auch nicht. Ja, im Jahr 1934 waren die Leute von Talbot wegen des Schweizer Technikers, der damals mitgemacht hat, Rösch, sehr weit vorne. Das Auto hat eine 7 gelagerte Kurbelwelle, 7-fach gelagerte Kurbelwelle. Hat verchromte, was war das noch? Was war da verchromt? Die Nockenwelle. Die Nockenwelle, genau. Also man hat da einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben technisch. Und das Schönste ist, das ist hier die Originalkarosse. Das Auto ist also nicht als Limousine zur Welt gekommen, sondern so, den Wagen gab es immer so. Ist also ein total authentischer, echter Oldtimer. Deswegen auch der FIFA-Pass, wo alles stimmt. Und deswegen auch die Möglichkeit, da auf jeden Fall die Mille Miglia mitzufahren. Wirklich ein spannendes Auto. Ein Auto, was schön läuft, was sich in einem tollen Zustand befindet. Das ist ein Auto mit allen Optionen, das findet man selten. Meist ist ja immer irgendwas, aber hier, der hat alle Optionen. Sehr, sehr schön. Und dazu kommt noch, dass ich das Auto wirklich elegant finde. Mir gefällt der Wagen. Ist wirklich ein richtig schönes Autochen. Ja, echt gut. Die Temperatur, die ist hier vorne, stimmt auch. Wir haben ja heute 30 Grad. Hier ist übrigens der Starter. Da kann man noch seine englische Herkunft sehen. Jetzt geht es hier richtig hoch. Aber er packt das. Er fällt natürlich ein bisschen zurück, aber er packt das. Er packt das. Den zweiten Gang möchte ich nicht schalten. Ich lasse ihn mal im dritten. Nee, das hat ein gutes Drehmoment. Er hat ein gutes Drehmoment, ja. Es zieht schön hoch. Also hier mit dem Fahrrad
steigen eine Menge Leute ab, weil es echt steil hochgeht. Ja, er schafft das. Er wird auch nicht warm. Jägerinstrumente sind original noch sehr gut erhalten. Das finde ich alles sehr, sehr angenehm. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir ungefähr 200 Höhenmeter geschafft, die wir hochgefahren sind. Macht er wunderbar. Hier merkst du richtig, wie schön kühl der Wald ist bei der Sommerhitze. Man erlebt das alles direkt live mit. Er hat einen richtig schönen Sound, wie sich das gehört für eine 6-Zylinder-Maschine aus den 30er Jahren. Ja, Jungs, das war 30er Jahre oder Mädels und Jungs oder Damen und Herren. So ist man in 30er Jahren Auto gefahren. Wirklich ein Erlebnis. Also macht mir total Spaß, totale Entspannung. Und das ist wieder mal eine Probefahrt, wo man sagen kann, an die werde ich mich erinnern, weil es wirklich schön ist. Man sitzt hier gut drin, bekommt keine Rückenschmerzen im Auto, man sitzt bequem. Macht wirklich Spaß zu fahren mit dem Wagen. So war das in den 30er Jahren. Und ganz ehrlich, also ich wäre zu der Zeit viel stolzer auf mein Auto gewesen, wenn ich sowas besessen hätte damals, als ich das heute wäre. Ist auch schön, aber heute gibt es ja alles in allen Farben und allen Designlinien, okay. Aber das hier hat was, dieser schöne Chrom, wie das alles glänzt, diese schönen weichen Formen. Also das ist ein Auto, auf das kann man wirklich stolz sein. Ich finde, das muss man den Leuten auch vermitteln, was das für einen Spaß macht, so ein Auto zu fahren. Was für eine tolle Art des Bewegens das ist. Und man möchte ja eigentlich, fährt man ja auch durch die Gegend, auch an schöne Ziele zu kommen oder die ganze Landschaft wirklich mit einzuatmen. Das kann man mit so einem 30er-Jahre-Auto, wenn der in Ordnung ist, wunderbar. Wenn man weiß, man hat hier ein Gefährt, auf das man sich verlassen kann und der gut läuft, da ist das der Genuss für die Landschaft und das Drumherum und das Erreichen des Zieles, was ganz Besonderes. Man genießt das von der ersten Sekunde an, wo man hier einsteigt. Und das, finde ich, ist es. Das macht's aus. Freude am Fahren. Das ist ja der Zweck vom Autofahren. Automobil fahren, selbst fahren, selber entdecken, Freiheit leben. Das heißt, ein schönes altes Auto zu bewegen. Also für mich jedenfalls. Und ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht wissen, weil so schöne Autos heute kaum noch durch die Gegend fahren. Aber das ist so eine tolle Art, sich zu entschleunigen, die Landschaft, die Natur, all das einzuatmen, wirklich zu genießen. Ja, liebe Freunde, jetzt nähern wir langsam uns unserem Ziel, Beuerberg. Also war eine wunderschöne Probefahrt, die war heute auch mal ein bisschen weiter, wir sind über 30 Kilometer gefahren. Aber das ist für mich wirklich Genuss, Autofahren. Ich habe das total genossen heute, dieses schöne Wetter, diese tolle Luft. Und mit so einem schönen 30er-Jahre-Klassiker kann man das richtig toll einatmen. Ich bin total entspannt. Ich bin da manchmal so ein bisschen aufgeregt, dass wenn es losgeht, weil man ja nicht immer weiß, was einen erwartet. Aber das Auto war wirklich eine Freude, sowas zu bewegen. Und das ist auch mein Motto, das werde ich, solange ich lebe, behalten. Freude am Auto, Freude am Fahren natürlich, vor allem ich fahre ja gerne. Freude am Fahren. Und also das Auto kann ich euch nur wirklich empfehlen. Wer einen schönen Oldtimer haben möchte, der nicht zu teuer ist, der toll in Ordnung ist, wo ihr überall mitfahren könnt, ist das hier wirklich meine Empfehlung. Ja, Jungs, wunderschöne Probefahrt. Ich verabschiede mich von euch bis zu unserer nächsten neuen Fahrt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Euer Stefan Luftschütz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.